Okay, here we are. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technik. Ich bin bei Enduristan in der Schweiz und schaue mir die Taschen an. Neben mir habe ich den David, ich bin der Gründer und einer der Eigentümer von Enduristan. Warum gründet man so eine Firma? Ja, ich war damals mit meiner Frau in Australien unterwegs mit Satteltaschen und Tankrucksäcken von bekannten Marken aus Deutschland. Und das hat uns dann sehr oft im Stich gelassen. Wie lange wart ihr da unterwegs? Ja, wir waren 3-mal da, 4 Monate, 3 Monate und nochmal 4 Monate. Ja. Coole Sache. Das ist jetzt komisch, ne? Du warst unterwegs mit Satteltaschen, aber das ist immer noch kein Grund, eine Firma zu gründen. Haben die Satteltaschen irgendwas falsch gemacht oder richtig gemacht? Ja, die haben uns arg im Stich gelassen. Also wir haben da manche Nähsession abends am Feuer gehabt, wo wir da die Riemen wieder angenäht haben. Und da haben wir naiv gedacht, das kann doch nicht so schwer sein, bessere Taschen zu machen. Und wie lange denkst du schon in Taschen? Ja, seit 16 Jahren gibt es die Firma. Und dieser Event in Australien, das war 2006. Wie ist das mit den Taschen? Jetzt hast du eigene Taschen entwickelt, ne? Ihr habt eigene Taschen auf den Markt gebracht. Mich jetzt als Motorradhersteller, sage ich jetzt einfach mal so, interessiert, was für eine Evolution machen solche Taschen momentan mit? Müsst ihr laufen, was Neues auflegen oder habt ihr Produkte, die schon Ewigkeiten richtig geil gehen und funktionieren? Ja, die Produkte, die wir am Start haben, die sind schon lange am Markt, das ist so. Die gehen auch immer noch gut, aber es ist schon so, dass wir mit neuen Produkten kommen müssen und das auch tun. Warum? Weil sich Formen ändern oder weil ihr bessere Settings mittlerweile habt? Also die Motorräder ändern sich, gerade Satteltaschen. Früher hatten die Motorräder auf der Seite noch so Kotflügel, wo man was abstützen konnte. Das ist heute praktisch nicht mehr vorhanden. Aber auch die Technik bleibt nicht stehen, die Konkurrenz bleibt nicht stehen. Wir müssen auch sehen, vor 16 Jahren, da sind die Leute mit Alukoffern gefahren. Da war Softgepäck, das war erst im Kommen. Jetzt hat sich das ziemlich durchgesetzt und das merken wir auch, dass da ganz viele Firmen auch so aufpoppen aus China, die ziemlich unverschämt unsere Produkte einfach kopieren halt. Und dann muss die Innovation weitergehen. Ja, das finde ich eigentlich das Coole an dem Ganzen, dass man einfach nicht stehen bleiben darf. Ne? Ich habe Konkurrenzbetriebe, die haben es einfach verpasst, dass die Zeit weitergeht. Und ich habe weitergemacht, habe Gutachten geschrieben und mir Mühe gegeben. Und dadurch geht es weiter. Und das sehe ich bei euch auch. Also wenn ich dann sehe, die Handytasche zum Beispiel, was Geiles gibt es gar nicht. Also ein Handy vorne zwischen dem Lenker zu haben und dann kannst du einfach drauf zugreifen. Und dieses blöde Handy, das haben wir ja mittlerweile immer an uns dran. Ne? Ja. Und vor allem, weil es jetzt reinpasst, weil die Tasche so groß ist, dass ich meinen Riesenschinken da auch reinstecken kann. Mir ist halt aufgefallen, ihr macht nur in schwarz. Ist das ein Lifestyle? Ja, ich glaube, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal der Marke. Wir sprechen auch Kunden an, die gerne so ein bisschen was Schlichtes haben, was nicht gerade so schreit. Aber es muss ja alles geben. Es gibt Kunden, die haben gerne bunte Taschen, die sind dann woanders gut bedient und bei uns gibt es halt eher die schlichten Designs. Und zieht sich das weiter so durch oder sehe ich nächstes Jahr gelbe oder orange Taschen von euch? Das würde mich sehr überraschen. Ja, das ist wirklich auffällig. Ne? Also alle anderen machen irgendwelche bunten Sachen. Ne? Ich bin ja auch reingefallen, wer die 2018er Tour anschaut, der hat gesehen, dass wir es geschafft haben, in 5 Wochen Taschen zu zerstören von einem anderen Hersteller und hatten auch damals versucht, wirklich wochenlang mit denen, also ein Jahr lang, mit dem in Verbindung zu treten und einen Tausch zu erwirken und sind deshalb dann zu euch gerutscht. Am Anfang war das Vertriebssystem für mich schwer, ne? So als Deutscher und ihr mit Schweiz und dann über Österreich fand ich komisch. Jetzt mit dem Andreas ist das top, ich habe einen Ansprechpartner, wenn Probleme sind, es läuft alles und es gibt keine Probleme. Das ist so. Sehr gut. Die meisten Probleme habt ihr da draußen, wenn ihr euer Taschen nicht wartet, wenn ihr sie nicht sauber macht, die Reißverschlüsse nicht pflegt, dann hängt der Reißverschluss. Aber dafür ist dieses kleine Vaseline-Fläschchen drin und dann funktioniert das auch wieder. Ja. Und ich, wenn ich sehe, was so eine Tasche aushalten muss. Ne? Wir müssen viel aushalten, aber es ist auch gut, wenn du das Zerstören ansprichst. Wir müssen halt schon auch ehrlich sein, man kann jede Tasche zerstören. Ja. Also man kann jedes Motorrad zerstören. Man muss auch sehen, ich habe jetzt keine Zahlen, aber wenn ich mal Motorrad, ich habe das im Sand richtig weggeschmissen und das hat auf dem Zylinder nicht gebremst, weil es eine 690er war. Also das hat wirklich auf der Tasche gebremst. Auf der Tour durch Polen, Estland, Litauen war das und es war mehrfach, dass ich so geparkt habe. Ich möchte nicht wissen, was die Tasche aushalten muss. Ich habe die Gurte dann damals
durchgerissen und habe es mit Kabelbindern gefleckt, weil es einfach cool war. Die Öse war noch angenäht und das Band war noch ganz, aber diese Spange war aufgeplatzt. Ja. Und diesen Kabelbinder habe ich heute noch drin. Sehr gut. Ja, es ist halt, ich möchte den Herrn Kabelbinder an dieser Stelle danken für die Erfindung dieses Dings. Ja, gute Erfindung. Gute Erfindung. Zusammen mit WD-40 und dem Panzertape. Ja. Wie sieht für dich die Zukunft aus? Wo wollt ihr da hinkommen? Also ich habe mal gelernt, wenn man in einem Unternehmen erfolgreich sein will, muss man sich auf das konzentrieren, wo man richtig Leidenschaft hat. Und das haben wir beim Gepäck, aber allgemein bei Adventure Bikes, bei Reiseenduros. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir andere Produkte anbieten werden, aber ich glaube, Bekleidung ist jetzt nicht das, was mich persönlich reizt. Beim Gepäck, weil du sagst Innovation gerade, wie hat sich da die Versorgung mit dem Stoff oder mit dem Plastik geändert? Ist das besser geworden die letzten Jahre oder wird es schwieriger, da gute Hersteller zu finden? Also gute Hersteller zu finden ist das A und O. Hersteller in Fernost, die Taschen herstellen, gibt es Dutzende. Man muss eben die finden, die gut sind. Das ist uns gelungen. Bei den Stoffen sehe ich die Herausforderung eher eigentlich in der Nachhaltigkeit. Die Zeiten sind vorbei, wo das einfach egal sein durfte. Und da sind wir jetzt dabei, uns weiterzuentwickeln. Wir müssen Stoffe finden, die bei puncto Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit gleich gut sind oder sogar noch besser als das, was wir heute haben. Aber diese Stoffe müssen auch nachhaltiger produziert sein und sich mit weniger Schadstoffen, sage ich jetzt mal, entsorgen lassen. Was ist euer Bestseller? Gibt es da was ihr sagt, okay, unser Tankrucksack ist das Beste oder diese Taschen? Oder? Nein, ich glaube, das sind die Tornados. Die Tornados? Die verkaufen sich schon. Es ist halt sehr universell. Ja. Das passt auf jedes Motorrad. Die laufen schon sehr gut, aber auch die brauchen mal einen Facelift. Also ihr werdet bei uns in den Videos auch sehen, wir nehmen das Zeug richtig hart ran und wir zweckentfremden das. Wir haben unser Gespann ja auch komplett mit euren Taschen ausgestattet. Ja, habe ich gesehen. Und es war nicht einfach. Wir haben auch ein Gepäckträgersystem gebaut dafür und wer sich ab und zu mal umschaut bei uns im Shop, wir haben Loops und haben so Sachen im Programm und wir können auch mal so ein Haltesystem machen. Für die 8,90 haben wir mal so einen Schutz gemacht über einen Auspuff rum. Aber dann ist es halt nichts mehr so billig, wenn wir das machen. Deswegen bestellt euch die Teile, bastelt das selber, macht euch einen Schützer, weil ich sehe ganz oft Taschen auf Auspuffen liegen. Ne? Und dafür habt ihr doch extra einen Hitzeschutz. Ja, kommt nicht gut. Ja, also kommt nicht gut. Vor allem mit den Katalysatoren halt werden die Endschalldämpfer wahnsinnig heiß. Und vor allem, was Kunden auch verstehen müssen, unser Stoff, der hält fast 160 Grad aus, aber der Inhalt der Tasche, der kocht dann. Der hält das eben nicht aus. Und wir haben halt schon gesehen, zusammengeschmolzene Schlafsäcke in einer intakten Tasche und das hilft dann eben auch nicht weiter. Wie ist es mit dem Linden? Wie seid ihr zu dem gekommen? Hat er sich damals da bei euch vorgestellt? War er mit dem Moped da? Oder? Nein, das war ganz anders. Also der Linden hat einen Tankrucksack bestellt, ganz regulär im Shop. Und ich habe mir dann erlaubt, ihm einen anderen zu schicken, als er bestellt hat, weil ich überzeugt war, dass der besser passt. Habe ich aber nie was gehört, war er zufrieden. Back in 2017, when I was on my world trip races to places, I was at the very southern tip of South America, a place called Ushuaia, in desperate need of a waterproof tank bag. I searched the internet and spoke to some friends and I found a company called Enduristan. I ordered one tank bag, but I received 3 with a nice note saying, "Hi Lyndon, we love your work, why don't you try these tank bags, choose the one you want, and we'd welcome your feedback." Here we are, 7 years later, after doing over 100,000 kilometers together, and I'm still using the Enduristan product on all my bikes. And I think that speaks for itself. I've ridden from the southern tip of Africa, all the way through Africa, right across Europe, Iceland, New Zealand and Australia, using their product, putting it through the paces on everything from my small enduro bikes, my rally bikes and the big adventure bikes, and we've even done some racing together. It's been a great partnership that's worked both ways. I've given them some great product feedback, helped them develop some new products, and in return they've brought some exceptional product to the market. It's been a good relationship and I'm looking forward to the next 100,000 kilometers, smashing through some of the most rugged terrain and environments possible on an adventure bike using my Enduristan luggage. Cheers, guys. Und dann ist er durch die Schweiz gekommen und hat eine Werkstatt gesucht, wo er Reifen wechseln kann. Und dann haben wir ihm sofort geschrieben, sind in Kontakt gekommen. Und seitder arbeiten wir mit ihm zusammen. Cooler Typ. Ja, ganz sympathischer, wilder, durchgeknallter Typ, muss ich sagen. Ja. Ich danke dir für den Kaffee, für alles. Ich habe euch ja was mitgebracht. Ich hoffe, ihr schafft es zu trinken. Mein ehemaliger Sponsor Rotbier und ein paar Tassen.
damit ihr immer an uns denkt. So wird es Beim sein. Kaffee trinken. Euch da draußen sage ich danke fürs Zuschauen. Schaut euch im Shop um. Enduro-Stunt kriegt ihr auf der ganzen Welt, also nicht nur bei uns. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Machst du noch mal mit deinem Stift?